Hallo zusammen! Im heutigen Video geht es um das Grundieren und Lackieren von Miniaturen, aber mit günstiger Graffiti-Sprühfarbe. Das ist besonders praktisch, wenn ihr relativ viel, also in Serie zu lackieren habt oder eure Objekte ein bisschen größer werden. Ich zeige euch also die Vor- und Nachteile bzw. wie ihr die günstige Farbe auf eure Anwendung einstellen könnt und was man damit so alles machen kann. Es geht darum, das Spritzbild einer relativ teuren Miniatursprühgrundierung zu reproduzieren. Die kosten so ungefähr 12 bis 15 Euro für 400 Milliliter, also ungefähr das Dreifache einer solchen Dose. Dafür sind diese Dosen mit wesentlich mehr Druck und einer höheren Verdünnung abgepackt. Entsprechend ist das resultierende Spritzbild sehr fein und dünn und setzt die Details der Oberfläche nicht zu. Entsprechend ging es also darum, die Farbe aus dieser Dose auszutragen, mit zusätzlichem Lösemittel zu verdünnen und dann mit einer anderen Lackierpistole zu versprühen. Ein weiterer Vorteil dieser Graffiti-Sprühfarben gegenüber anderen Sprühdosen oder anderen Lackherstellern, sage ich jetzt mal, ist, dass ihr eine extrem hohe Auswahl an UV-beständiger und wetterfester Farbe habt. Also diese müsst ihr einfach mal im Künstlerfachladen gucken, wie viele hunderte Farbtöne die haben. Das ist schon wirklich sehr praktisch. Und ihr müsst sie nicht erst irgendwie online bestellen und irgendwelche Kataloge und euch auf irgendwelche Bildschirmfarben verlassen, weil die Farben dieser Caps hier, zumindest bei Molotov Belten, exakt die Farbe sind, die auch aus der Dose kommt. Und dann noch ein weiterer Vorteil des Dosengebindes, also der Sprühdose gegenüber dem Farbnapf, ist, dass der Deckel nicht zuschmandet. Das Einzige, was bei so einer Sprühdose zuschmandet, ist das Cap. Das könnt ihr entweder tatsächlich reinigen oder halt für 20 Cent erneuern. Und um die Farbe jetzt aus der Dose zu bekommen, nehmen wir uns als erstes mal unsere Yumi-Handschuhe. Wie gerade schon gesagt, können die Treibgase, die hier noch enthalten sind, nachdem ihr das ausgesprüht habt, bei solchen kleinen Dropper-Bottles zum Problem werden, weil euch dann die Farbe wieder entgegengesprudelt kommt, wenn es mal schüttelt. Deswegen nehmt ein relativ großes Schraubglas. Und ein Fettcap, also das fetteste Fettcap, das ihr euch in dem Laden irgendwie geben lassen könnt. Wie viele verschiedene es da gibt, weiß ich jetzt nicht, aber nehmt auf jeden Fall nicht das Cap, mit dem die Dose verkauft wird. Das ist in der Regel ein Softcap und es dauert wesentlich länger. Ich werde jetzt meine Atemschutzmaske nicht aufsetzen, damit ich noch mit euch reden kann. Die Dose habe ich schon gefüllt. Das ist jetzt mein fettes Fettcap. Wenn diese Dose irgendwann mal keinen Druck mehr hat, also wirklich gar keinen Druck, so dass man die Dose zusammendrücken kann, erst dann kann man hier am tiefsten Punkt mit einem Nagel oder so ein Loch reinschlagen und nochmal so 20, 30 Milliliter oder so Farbe gewinnen. Macht das auf keinen Fall, wenn sich diese Dose noch nicht zusammendrücken lässt, weil dann der Überdruck durch das kleine Loch euch entgegenfliegt und die ganze Farbe im Raum verteilt. Das schneller verdunstende Lösemittel ist bei den alkoholbasierenden Farben natürlich insofern ein Vorteil, dass ihr sie also mit hohem Lösemittelanteil dicker auftragen könnt, also auch ein Weiß oder so relativ glatt versprühen könnt und es eine sehr deckende Oberfläche bildet. Aber es kann auch passieren, dass die Farbe, also das Lösemittel, zu schnell verdunstet. Wenn ihr jetzt an einem heißen Sommertag mit zu viel Abstand grundiert, kann es sein, dass die Farbtropfen schon zu stark getrocknet sind, bevor sie überhaupt auf eure Oberfläche kommen. Und dann bleiben solche leichten Pickel an der Oberfläche, die ihr zum Teil nicht mehr wieder wegkriegt, also ohne die Farbe komplett abwaschen zu müssen. Daran solltet ihr also auf jeden Fall denken. Das passiert euch mit wasserbasierenden Farben in der Regel nicht. Die schlechtere Trocknung der wasserbasierenden Farben heißt vor allem, dass ihr bei hellen Tönen, also hier Gelb und Weiß, auf dunklem Grund eine wesentlich schlechtere Deckung habt. Ein weiterer wichtiger Punkt sind Metallic-Effekte, die auf Lösemittelbasis in der Regel wesentlich hochwertiger sind. Das ist jetzt hier ein Liquid Gold, also eine Marker-Refill-Farbe, die so eigentlich für so Stifte gedacht ist, die sich auch perfekt airbrushen lässt. Und sowas gibt es auch von ein paar Modellbauherstellern, so als Chromeffekt in verschiedenen Farbtönen. Und so einen Metallic-Effekt kriegt ihr einfach mit wasserbasierenden Farben nicht hin. Ich habe natürlich noch nicht alle getestet, aber meine Erfahrungen stinken die einfach immer ab. Bei der Wahl des Spritzgerätes ist natürlich wichtig, inwiefern sie sich einstellen lässt, also sich das Spritzbild kontrollieren lässt, welches Füllvolumen sie hat und wie sie sich am Ende reinigen lässt. Die meisten Pistolen funktionieren, indem sie eine Düse mit einem gewissen Durchmesser und eine bewegliche Nadel haben. Je nachdem, wie sich diese nach hinten ziehen lässt, also über hier so einen Abzug, wird dann die Farbe dosiert.
Bei manchen Sprühpistolen ist dann gleichermaßen der Druckluftzufluss gekoppelt. Also wenn ihr hier drückt, kommt gleichzeitig die Druckluft mit raus, während ihr hier bei einer Double-Action-Pistole den separat über eine Druckfunktion nochmal ein bisschen justieren könnt. Bei allen Pistolen könnt ihr natürlich direkt am Kompressor die Druckluft justieren, aber sowas ein bisschen dynamischer gestalten zu können, also an der Pistole selbst, kann natürlich auch sehr praktisch sein. Der Düsendurchmesser und der Nadel ist also besonders wichtig für die Einstellung des Spritzradiuses. Man muss dazu sagen, dass so eine feine Airbrush von 0,2 bis 0,4 und so eine grobe HVLP-Pistole von 0,5 bis 3 mm tatsächlich ab einem gewissen Punkt ein sehr ähnliches Spritzbild erzeugen können, also 0,4 und 0,5 mm Durchmesser. Diese aber auch für großflächigere Sachen praktisch sein kann. Besonders hilfreich ist da auch die Justierung des Sprühpunktes zu einem Strich. Also hier so einen schmalen Spalt zu erzeugen für große Flächen ist natürlich besonders hilfreich, wenn es große Objekte zu lackieren gilt. Einen interessanten Vertreter möchte ich hier noch vorstellen. Also zum einen hat sie eine andere Materialzufuhr über den Siphon-Feed. Also dadurch, dass hier die Druckluft oben an dieser Öffnung vorbeischießt, zieht der Unterdruck die Farbe hier hoch. Das heißt natürlich, dass die Farbe nur relativ dünnflüssig sein kann. Außerdem hat diese Pistole keine Nadel, die sich bewegt. Das Einzige, was sie noch zum Einstellen hat, ist hier diese, ich sage mal, Düsenöffnung, die eben den Zufluss des Materials justiert. Darüber lässt sich dann auch dieser Verschluss komplett schließen und sich das Ganze so gegen Vertrocknen schützen. Also ihr könnt die Farbe hier drin eine Weile stehen lassen und müsst sie nicht wie bei jeder anderen Pistole eigentlich sofort danach auswaschen. Entsprechend ist diese Pistole verhältnismäßig wartungsarm, aber durch die geringen Einstellmöglichkeiten kann man auch das Spritzbild nicht so genau justieren. Ein weiterer wichtiger Punkt hinsichtlich der Reinigung: Bei feineren Airbrush-Pistolen kann das tatsächlich zum Problem werden. Deswegen möchte ich jetzt explizit Schleichwerbung für die Evolution Silverline von Harder und Steenbeck machen. Ich weiß nicht, ob all deren Pistolen so aufgebaut sind, aber speziell bei dieser hier kann man die Überwurfmutter werkzeuglos lösen und hat dann im Inneren nur eingesteckt die Düse als relativ großes Bauteil. Die kann man außerdem dann mit einem speziellen Reinigungsmesser von innen ausschaben. Sprich, die Reinigung der Düse selbst ist extrem leicht. Bei anderen Airbrush-Herstellern, also billigen wie teuren, können diese Düsen zum Teil millimeterkleine Gewinde haben, die mit einmal schief angucken kaputt gehen. Ab einem gewissen Punkt solltet ihr allerdings wieder zu den wasserbasierenden Farben oder anderen Techniken greifen, zum Beispiel wenn ihr Tusch- oder Trockenbürst oder eben feine Detailpinselarbeiten umsetzen wollt. Hier trage ich jetzt gerade nochmal das Liquid Gold mit einem sehr feinen Pinsel auf die Bündchen auf. Danach wird nochmal eine sehr fette Tusche über die gesamte Miniatur gesprüht und wieder von den Höhen runtergewischt. Und zu guter Letzt trage ich noch auf alle meine Miniaturen einen zweikomponentigen Acryl-Klarlack auf, wieder mit der Lackierpistole, damit die ganze Bemalschicht dann komplett kratzfest und UV-beständig versiegelt ist. So biete ich sie dann auch auf Etsy oder in meinem Online-Shop an. Dort könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Gut, also fassen wir zusammen. Es sind ziemlich hochwertige Farben in einer extrem hohen Auswahl, wesentlich billiger, in einem praktischen Gebinde, das man gut verarbeiten kann, die schnell trocknen und super gut decken. Na gut, sie sind toxischer, also man muss mehr Atemschutz und den Brandschutz walten lassen. Und man hat natürlich den Mehraufwand, dass man die zusätzliche Spritztechnik also erstmal anschaffen und dann auch reinigen muss. Denkt also dran, die Technik ist eher dafür geeignet, wenn ihr mal größere Flächen oder größere Projekte zu machen habt, also wo ihr die Pistole nicht nach 3-mal Sprühen schon wieder reinigen müsst. Genauso wie wenn ihr jetzt für euren Malwettbewerb nur euren einzelnen Champion irgendwie herrichtet. Da lohnt sich das Ganze wahrscheinlich nicht. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ich das Ganze schon viel früher gekannt hätte. Da hätte ich sehr viel Geld gespart, das ich ansonsten in solche Sprühdosen investiert habe. Und dadurch habe ich ein, das Ganze selbst mal auszuprobieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.